So, willkommen zurück bei der weiteren Ausgabe der Schlachtnacht. Unser nächster Kandidat ist eine Legende, der BMW 3,5 CSL von Mini-Champs. Inzwischen gibt es davon auch eine Neuauflage, wo nichts aufgeht. Aber hier, der stammt noch aus der alten Auflage. Hier geht noch alles auf. Motorhaube, Türen, alles geht auf. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil klar, Decoy-Fehler ohne Ende, Spiegel fehlen, Spoiler fehlt. Und ja, der hat seine schönsten Jahre quasi hinter sich gebracht. Ne? Windschutzscheibe ist zerkratzt, Nieren fehlen. Also der hat schon seine Mängel. Ohne Grund ist er jetzt hier nicht gelandet. Preislich ist er stark steigend. Jetzt immer noch, weil die Neuauflage hat wahrscheinlich viele Leute ein bisschen enttäuscht. Und dementsprechend sind die alten nochmal ein Stück teurer geworden. Im Schnitt kosten sie zwischen 100 bis 300 Euro, je nachdem welcher Fahrer, Winkelhock und bla bla bla. Stuck ist das hier gerade um Posse. Und ja, wie gesagt, stark steigend. Wohin der Weg am Ende noch führt, weiß man nicht. Viele Leute vermissen die alte Mini-Champs Qualität wie diese hier. Die ganzen Neuauflagen, die sind alle nie so wirklich der Burner. Aber so ist es. Da müssten wir jetzt leider alle durch, ne? Ich hoffe wirklich, dass Mini-Champs sich irgendwann mal wieder zurückerinnert an die gute alte Qualität. Und dass der Scheiß hier wieder ein Ende hat. So, alternativ gibt es den auch noch von AutoArt. Auch sehr teuer. Also da darf richtig geblecht werden. Aber Mini-Champs hat sehr viele verschiedene Varianten von dem hier auf den Markt gebracht. Sehr viele Rennfahrer, eigentlich quasi alle Rennversionen, gefühlt alle rausgebracht. So. Schöner Auspuff, ne? Guck mal, was für eine Qualität Mini-Champs damals gemacht hat, ne? Oh Gott, ey. Alte Mini-Champs zu zerlegen, manchmal leicht, manchmal verdammt schwer. Stimmt, die Türen sind ja nur geklipst. Irgendwo verbirgt sich, glaube ich, noch eine Schraube, aber ich weiß nicht mehr, wo die war. Schon ein bisschen länger her, dass ich einen zerlegt habe. Hier kann es nicht sein. Die war ja voll offensichtlich, die Schraube. Konnte ich die nicht gesehen haben, ey. Peinlich. Auch schön, ne? Mit den Druckluftschläuchen hier. Zum Belüften der Bremsen. So. Gut. Der Sitz, der ist plüschig und sieht so aus wie das Monster von Monster AG. Genauso plüschig geworden wie der. So, was kann man denn hier noch so alles abmachen? Der schöne Motor. So, er hat Gurte. Das ist schon mal positiv zu erwähnen. Schön aus, ne? Gut, der Überrollkäfig, hier ist jetzt nicht spektakulär. Hier ist auch schon ein bisschen defekt. Puh, ja, ist okay. Ist jetzt nicht der Burner. Aber auch nicht zum Heulen. Die Achse ist vorne defekt. Schöne Felgen, ne? Moment, ich muss mal niesen.
Falls einer Gesundheit sagt, danke. Wenn nicht, Gemeinheit. Ach komm, du bist doch nur geklebt. Das sieht alles so ein bisschen brutal aus. Ist es ja auch. Aber anders geht die Scheiße nicht ab. Weil darunter verbergen sich nämlich die Schrauben für die Hinterachse. Da. So. Bin gerade ein bisschen irritiert. Wie ging nochmal der Motor raus? Weil hier eine Schraube. Bin mir jetzt hier gerade selber nicht so ganz sicher. Weil ich will den Motor ja auch nicht unnötig kaputt machen. Ich meine, hier unter dem Zylinderkopf wäre eine Schraube noch. Ja, genau, krummer Fall ab. Da ist auf jeden Fall eine Schraube. Komm jetzt. So mega gut kann es jetzt auch nicht verklebt sein. Scheinbar ja. Oh Gott. Hab ich wieder ein Glück, ey. Das ist echt super gut verklebt. Oh. Ja, ich gebe es auf. Da ist irgendwo da drin die Schraube, aber den haben sie im Motor so schön verklebt, dass ich den natürlich nicht rausbekomme. So. Bevor das so ein Endlos-Video wird, mache ich mal hier weiter. Scheinwischer. Mal gucken, vielleicht komme ich gleich darauf nochmal zurück. Jetzt kommt erstmal das Armaturenbrett raus. Und mein Freund, der Dremel, hat auch wieder gleiche Arbeit. Ach komm jetzt. Mein Gott, was ist denn los mit dir heute? Jetzt geht's.
Schönes Armaturenbrett, ne? Nicht perfekt, aber schön. So. Das war ein Blinker. Die kann man nämlich Gott sei Dank von innen rausstechen. War hier gar kein Blinker? Nö. Da kann ich ja lange rausstechen. Normalerweise kann man die Scheinwerfer auch von innen rausdrücken, aber ich bezweifle, dass es heute klappen wird. Haha! Aha, da kommen sie richtig rausgeflogen. Geht doch. So. Weg mit dem Staub. So. So, jetzt geht's hier hinten weiter. Mit dem Rücklicht. Zack. Rücklicht auch raus. Jetzt geht's gut weg, ne? Alles. Zack, zack. So, jetzt noch die Scheiben rausdremeln. Dann haben wir es geschafft. So, da haben wir diesen schönen BMW auch zerlegt. Die Überrollbügelschutz, die Scheibenschützdinger, zack, fertig. Das war's. Ein schöner, seltener, alter BMW ist von uns gegangen. Schönes Modell, definitiv. Ich hätte euch auch gerne in voller Schönheit gezeigt. Leider ist dieses Modell nicht mehr in voller Schönheit. Und ja, guck mal, hier ist auch kaputt. Was ist hier nicht kaputt, ha? So, schade, dass mit dem Motor nicht geklappt hat. Aber bevor ich den kaputt mache, lasse ich den lieber dran. Und so, das war's. Komm, genug gelabert. Es warten noch 3 Modelle auf euch. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, einen Daumen hoch, Kommentar, wie auch immer. Danke fürs Zugucken. Ciao.